Willkommen zu einem weiteren Tutorial. Ich bin der René und heute schauen wir uns die Tracked-Portal-Anwendung genauer an. Wir besprechen, wie wir die von einer Tracked-Kamera aufgezeichneten Inhalte ansehen, die Portaloberfläche anpassen, Push-Benachrichtigungen konfigurieren, Informationen über belegte Quoten erhalten, Kameras und Sicherheit verwalten, sowie weitere Einstellungsmöglichkeiten, welche uns die Anwendung bietet. Los geht's! Auf der Startseite könnt ihr über den Button als Portal ein neues freies Portal anlegen, um die Anwendung auszuprobieren. Über die Preispläne könnt ihr per Einmalzahlung Tracked 10 Tage lang nutzen oder ein Abonnement abschließen. Dazu später mehr. Die Preispläne definieren, wie viele Kameras ihr an ein Portal verbinden könnt und welche Quoten und Features zur Verfügung stehen. Wenn ihr ein Tracked-Portal erstellt und einmal genutzt habt, wird der Button auf der Startseite mit einem History-Button erweitert, über den ihr das zuletzt benutzte Portal aufrufen könnt. Falls Tracked zuletzt als Portal benutzt wurde, startet die Anwendung beim nächsten Aufruf automatisch in die Portalanwendung. In der Portalanwendung gelangt ihr über das Menü zu den Einstellungen. Über das Home-Icon im Menü oder einen Klick auf das Tracked-Logo gelangt ihr zurück zur Startseite. Jede verbundene Kamera hat eine Toolbar mit weiteren Navigationsoptionen. So könnt ihr über die kleinen Pfeile an den Rändern die neuesten Inhalte durchblättern. Über das History-Symbol gelangt ihr zur History-Ansicht der jeweiligen Kamera. Und durch Auswahl eines Inhalts per Klick geht es weiter zur Inhaltsansicht. Über den Pfeil in der linken oberen Ecke navigiert ihr zur vorherigen Ansicht zurück. Oben mittig befindet sich das Menü mit den schon gezeigten Navigationsmöglichkeiten zur Startseite und zu den Einstellungen. Zusätzlich könnt ihr euch hier den Connect QR-Code anzeigen lassen, um eine weitere Kamera mit dem Portal zu verbinden. Der QR-Code hat aus Sicherheitsgründen einen Countdown, welcher im unteren rechten Eck herunterzählt. Die Information im QR-Code ist also nur 5 Minuten lang nutzbar, um eine Kamera zu verbinden. Die Portal-ID könnt ihr direkt unter dem QR-Code finden. Mit dieser und dem Passwort kann auch eine Kamera manuell an ein Portal gekoppelt werden. Der restliche verfügbare Platz ist für die Kameras. Standardmäßig teilen sich vorhandene Kameras den Platz gleich auf. Dies kann, wie ich euch später zeigen werde, angepasst werden. Es wird immer die neueste Aufnahme angezeigt und bei einer neuen Aufnahme wird diese live synchronisiert. Die Portalansicht ist wie die gesamte Anwendung responsive und passt sich an den Formfaktor des Geräts oder eurer gewählten Anwendungsgröße auf dem Desktop an. So werden in kleinen Auflösungen im Hochformat maximal 3 Kameras untereinander angezeigt und die Ansicht ist bei weiteren Kameras scrollbar. Im Querformat wird hier sogar nur noch eine Kamera angezeigt. Ab höheren Auflösungen werden alle Kameras auf einer Ansicht angezeigt. Habt ihr nur 2 Kameras verbunden, wird der Platz geteilt oder bei nur einer Kamera voll genutzt. Pro Kamera seht ihr im oberen mittleren Bereich den Status und den Namen der Kamera. Der Status kann dabei aus, an oder überwachend sein. Der Aus-Status wird dabei durch einen kleinen Punkt symbolisiert, der An-Status durch einen großen Punkt und der Überwachen-Status durch ein Symbol einer Überwachungskamera. Darunter wird das Alter der letzten Aufnahme als relative Zeitangabe angezeigt. Ist die Kamera an und unterstützt der verwendete Browser die Battery API, wird zusätzlich neben dem Status der Kamera noch der aktuelle Batteriestatus des Geräts angezeigt. In der rechten oberen Ecke finden wir ein Menü für Remote-Aktionen. Dies bietet uns die Möglichkeit, die Überwachung aus der Ferne zu starten, stoppen oder die Kameraanwendung neu zu starten. Neben dem Menü befindet sich die Livestream-Funktion, über die ihr einen Videostream der Kamera anfordern und wieder beenden könnt. Bei bestehendem Stream wird das Icon eingefärbt. Zusätzlich befinden sich an den Rändern Pfeile, welche uns durch die neuesten 25 Aufzeichnungen blättern lassen. Über das anliegende History-Icon navigieren wir zur History-Ansicht, in der wir Zugang zu allen Aufzeichnungen dieser Kamera erhalten. In der History-Ansicht werden alle Kameraaufnahmen chronologisch als kleine Vorschaubilder angezeigt.
Oben mittig wird der Kameraname angezeigt. Der linke Pfeil führt zurück zur Portalansicht. Die darunter liegende Toolbar stellt uns auf beiden Seiten weitere Funktionen zur Verfügung. Links können wir die Inhalte nach Stunde, Tag, Woche oder Monat gruppieren. Auf der rechten Seite können wir über den Papierkorb in den Löschmodus schalten. Ist dieser aktiv, lassen sich die Vorschaubilder für einen Löschvorgang markieren, der mit einem Klick auf ausgewählte Löschen durchgeführt wird. Über das Symbol eines Videofilms können wir ein Zeitraffer-Video bestellen. Dabei können wir verschiedene Zeiträume und die Richtung festlegen, in der die Bilder dem Video hinzugefügt werden. Zusätzlich kann noch die Bildrate definiert werden. Das Zeitraffer-Video wird im Tracked Backend erstellt und wenig später automatisch den Inhalten hinzugefügt. Zeitraffer-Videos werden nach 7 Tagen automatisch gelöscht. Unter dem Vorschaubild werden je nach gewählter Gruppierung zusätzliche Informationen über das Erstelldatum der Aufnahme angezeigt. Über das Symbol rechts daneben ist erkennbar, ob es sich bei der Aufnahme um ein Bild oder Video handelt. Bei Zeitraffer-Videos wird zusätzlich die Abkürzung TLV angezeigt. TLV steht für Timelapse Video. Am unteren Ende der Ansicht werden, falls es weitere Inhalte gibt, 2 Funktionen zum Laden weiterer Daten angezeigt. Über einen Klick auf ein Vorschaubild gelangt ihr zur Aufnahmeansicht. In der Aufnahmeansicht können wir die Inhalte einzeln betrachten. Dabei steht oben mittig das Aufnahmedatum des aktuell sichtbaren Inhalts. Direkt darunter wird das Datum als relative Zeitangabe angezeigt. Der linke Pfeil führt zurück zur History-Ansicht. Die restliche Ansicht besteht aus 2 Bereichen, der großen Inhaltsansicht und der Vorschauleiste. Im Querformat befindet sich die Vorschauleiste am rechten Rand. Im Hochformat wird sie unten angezeigt. Über die Vorschauleiste kann der anzuzeigende Inhalt ausgewählt werden. Die beiden Pfeile in der Vorschauleiste scrollen durch den verfügbaren Inhalt, ohne die aktuell sichtbare Aufnahme zu ändern. Die aktuell sichtbare Aufnahme wird in der Vorschauleiste farblich hervorgehoben. Am oberen Rand der Inhaltsansicht befinden sich weitere Funktionen. Die Pfeile in den Ecken lassen uns durch die Aufnahmen blättern. Über das Herunterladen-Symbol können wir die aktuelle Aufnahme auf unser Gerät speichern. Daneben ist ein Zauberstab-Symbol, welches uns verschiedene grafische Effekte auf die Aufnahme anwenden lässt. Rechts steht uns zusätzlich ein Symbol zum Anpassen des Inhalts an den sichtbaren Bereich zur Verfügung. So kann eine Aufnahme den sichtbaren Bereich ausfüllend oder ganz angezeigt werden. Bei Bildaufnahmen steht zusätzlich eine Zoom-Funktion in 3 Stufen zur Verfügung. Bei Touch-Displays werden Pinch-, Zoom- und Wischgesten unterstützt. Bei Videoaufnahmen steht uns ein Videoplayer zur Verfügung, dazu gleich mehr. Falls es sich bei einer Aufnahme um ein Video handelt, werden am unteren Rand weitere Steuerelemente angezeigt. In der linken unteren Ecke befindet sich eine Play-Taste, welche das Video sofort abspielt. Ein Klick auf den Inhalt und alle Steuerelemente des Videoplayers werden angezeigt. Hier kann das Video abgespielt, pausiert und zurückgesetzt werden. Die Anzeige des Fortschritts und der verbleibenden Abspieldauer geben einen Überblick, wo wir uns im Video befinden. Ein Klick in die Fortschrittsanzeige lässt uns in einen Abschnitt springen. Weitere Funktionen sind das Stummschalten, die Vollbildanzeige und das Umschalten zu den nativen Videosteuerelementen, welche gegebenenfalls weitere plattformspezifische Funktionen bieten. Die Steuerelemente verschwinden automatisch nach 3 Sekunden Inaktivität oder einem Klick auf den Play-Button. Zu den Portaleinstellungen gelangen wir über das Menü und einen Klick auf die Zahnräder. Hier können wir unsere Kameras sowie Positionierungs- und Sicherheitseinstellungen verwalten. Tracked bietet 2 Modi zum Positionieren der verbundenen Kameras im Portal. Im automatischen Modus werden die Kameras in der Reihenfolge sortiert, wie sie zum Portal hinzugefügt wurden und haben alle dieselbe Größe. Der manuelle Modus lässt uns die Kameras in einem Raster positionieren. Dabei können wir Reihenfolge und Größe selbst bestimmen, indem wir die Kamera manuell setzen. Dazu wählen wir zuerst die Kamera aus und setzen sie dann in eine Rasterzelle. Dies wiederholen wir für alle Kameras, die wir positionieren wollen. Über den Papierkorb können wir das Raster leeren.
Über die Plus-Minus-Symbole können wir die Größe des Rasters anpassen. Eine Kamera kann auf mehrere Rasterzellen gesetzt werden. Dazu nach dem ersten Klick einen weiteren in eine freie Zelle durchführen. Der so definierte Bereich wird automatisch aufgefüllt. So ist es möglich, verschieden große Ansichtsbereiche für die Kameras zu definieren und somit unsere Portaloberfläche an unsere Motive anzupassen. Im Abschnitt Push-Benachrichtigungen können wir uns entscheiden, ob wir bei neuen Aufnahmen benachrichtigt werden wollen. Über die zweite Checkbox können wir diese Funktion weiter einschränken, indem Benachrichtigungen nur versandt werden, wenn ein Gesicht in der Aufnahme erkannt wurde. Web Push Notifications und die Face Detector API sind allerdings nicht auf allen Plattformen verfügbar. Für weitere Informationen dazu bitte in die Voraussetzungen für Tract schauen. Der Abschnitt Cloud Quoten zeigt das aktuelle Kontingent für Speicher und Aufnahmen sowie die aktuelle Belegung an. Die Statistik wird je nach gewähltem Preisplan in unterschiedlichen Intervallen erzeugt. Ein Zeitstempel der aktuellen Statistik ist unter den Abbildungen ersichtlich. Über den Button Alles löschen kann der gesamte Inhalt aller Kameras sofort gelöscht werden. Bei Quotenüberschreitungen wird das Portal für weitere Uploads gesperrt. Die Sperre gilt so lang, bis eine Quotenunterschreitung durch die zyklisch erzeugte Statistik erkannt wird. Es ist daher ratsam, die Quoten im Auge zu behalten und auf der Tract-Kamera mit einer passenden Löschrichtlinie für die Aufnahmen zu arbeiten. Im Abschnitt Verbundene Kameras werden alle an das Portal gekoppelten Kameras aufgelistet. Über das Papierkorb-Symbol kann eine Kamera entfernt werden. Dabei gehen auch alle Aufnahmen verloren. Da es sich um einen destruktiven Vorgang handelt, muss er bestätigt werden. Im Abschnitt Portal-Logins sind alle aktuellen oder persistierten Portalanmeldungen ersichtlich. Dies bietet einen Überblick, wie oft sich von unterschiedlichen Geräten oder Browsern an das Portal angemeldet wurde. Die aktuelle Anmeldung wird durch das Wort aktuell gekennzeichnet. Alle anderen Anmeldungen bzw. Zugriff-Tokens können bei Bedarf entfernt werden. Wird ein Token entfernt, führt dies beim Gerät, welches das Token verwendet, zur Abmeldung und Aufforderung, sich am Portal erneut anzumelden. Im Abschnitt Name kann für das Tract-Portal ein Name vergeben werden. Dieser ist in der Liste der zuletzt verwendeten Portale in der Login-Ansicht sichtbar. Dies schafft einen besseren Überblick beim Arbeiten mit mehreren Portalen. Im Abschnitt Passwort kann eine Passwortänderung durchgeführt werden. Dabei werden alle bisher ausgestellten Zugriff-Tokens ungültig und die Benutzer müssen sich erneut am Portal anmelden. Im Abschnitt Feedback könnt ihr über die lustigen Icons eine Bewertung der App vornehmen und eure Meinung, Funktionswünsche oder neue Ideen mitteilen. Im Abschnitt Preisplan sind Informationen über den aktuell verwendeten Portal-Preisplan ersichtlich. Je nach gewählten Preisplan und Bezahlmethode stehen weitere Informationen und Funktionen zur Verfügung. So kann hier zum Beispiel ein Abonnement gekündigt werden und bei käuflich erworbenen Preisplänen können die Rechnungen heruntergeladen werden. Die Logout-Funktion führt eine Abmeldung vom Portal durch. Dabei wird das ausgestellte Zugriffstoken entfernt. Bei einer erneuten Verwendung des Portals muss dann das Passwort erneut eingegeben werden. Tract bietet einen kostenlosen Preisplan, um die Anwendung auszuprobieren. Neben dem kostenlosen Preisplan stehen Einmalzahlungen mit einer Nutzungsdauer von 10 Tagen oder monatliche und jährliche Abonnements zur Verfügung. Je höher der Preisplan, je mehr Kameras, mögliche Aufnahmen, verfügbarer Speicher und Löschrichtlinien stehen zur Verfügung. Ab dem Standardpreisplan können mit Tract auch Zeitraffer-Videos erstellt werden. Ein Abonnement ist jederzeit kündbar und natürlich kann der verbleibende bezahlte Zeitraum noch genutzt werden. Damit sind wir am Ende des Tutorials angelangt und ich hoffe euch einen guten Überblick über die Möglichkeiten des Tract-Portals vermittelt zu haben. Dies war das dritte von 3 Einsteiger-Tutorials zu Tract. Links zu den anderen Tutorials sind unten in der Videobeschreibung. Bitte nutzt die Kommentare für Feedback und Anregungen.
Danke für eure Zeit und viel Spaß beim Nutzen von Tract.